Oxapampa, Peru. Das Land Peru befindet sich in Südamerika, knapp unter dem Äquator auf der Südhalbkugel. Das Land hat 3 große Klimazonen. Eine trockene Küstenwüste, wo es im Sommer heiß und sonnig ist, im Winter aber oft neblig und kühl. Die Anden, eine hohe Bergkette mit Bergen bis weit über 6000 Meter Höhe, mit großen Hochplateaus, zum Teil auf rund 4000 Meter über Meer. Das Klima dort ist meist trocken, kann aber sehr schnell wechseln, vor allem zwischen November bis April. Tropischer Regenwald, auf der östlichen Seite der Anden mit einer intensiven Regenzeit von November bis April. Wichtig zu wissen: Peru ist ein großartiges und sehr vielseitiges Land, um Reisen zu unternehmen. Wer selber reist, sollte Folgendes beachten: Die Unterschiede zwischen arm und reich sind sehr groß. Man trifft viele Bettler oder wird nach Geld gefragt. Je nach Region leben die Menschen mit sehr wenig und vor allem Kinder verkaufen oft Bonbons und andere kleine Süßigkeiten. In gewissen abgelegenen tropischen Regionen wird nach wie vor Coca angebaut und dort sind Touristen nicht willkommen. Es sind Gebiete, die unsicher sind und nicht bereist werden sollten. Es ist unbedingt notwendig, sich zu informieren, bevor man eine Region in Peru bereist. Gerade auf dem Land sprechen die Leute selten Englisch, deshalb sollte man unbedingt etwas Spanisch können. Die Alltagskriminalität in Peru ist hoch, man sollte sich in den Städten immer gut informieren, welche Stadtteile man besuchen kann und welche nicht. Das Wasser aus dem Hahn sollte man nicht trinken, kaufen Sie sich Mineralwasser, das überall erhältlich ist. Auch mit rohen Lebensmitteln wie Salat, geschnittenen Früchten usw. sollte man vorsichtig sein. Tourismus. Ich stelle euch die Gegend von Oxapampa vor. Die Stadt ist von Lima aus mit dem Bus oder mit dem Auto in einer 11- bis 12-stündigen Reise erreichbar. Es ist zu beachten, dass der Ticlio-Pass überquert wird, der auf 4800 Metern über Meer liegt. Klima. Die Stadt liegt am östlichen Abhang der Anden auf 1800 Metern über Meer und das Klima ist dort angenehm zwischen 18 und 25 Grad warm. Die Regenzeit dauert von Dezember bis März. Während diesen Monaten regnet es oft tagelang sehr heftig. Deshalb ist die beste Reisezeit von Mai bis Oktober. Geschichte. Die Gegend wurde lange bevor die Stadt gegründet wurde, vom indigenen Stamm der Yanesha bewohnt. Am 30. August 1891 wurde die Stadt Oxapampa von deutschen und österreichischen Einwanderern gegründet. Seit langem wanderten immer Menschen aus dem Hochland nach Oxapampa aus. Die heutige Bevölkerung der Stadt besteht aus 3 Kulturen: den indigenen Yanesha, den Hochländern und den Nachfahren der deutschen und österreichischen Kolonisten. Diese Mischung gibt der Stadt einen sehr speziellen Charakter. Attraktionen. Stadtzentrum. Die Plaza Mayor ist ein schöner Park mit großen Bäumen und lokalen Pflanzen. Rund um den Platz findet man Restaurants, Cafés, Bars in denen man lokale Spezialitäten genießen kann. Die schöne Holzkirche Santa Rosa ist ebenfalls sehr sehenswert. Nationalpark Yanachaga-Chemieng. Alle, die gerne in der freien Natur sind, sollten sich einen Tag reservieren, um den Nationalpark Yanachaga-Chemieng anzusehen. In einem Aufstieg durch tropischen Bergnebelwald kann man Orchideen sehen, Vögel beobachten und mit etwas Glück auch wilde Affen sehen. Moorlandschaft Cholet. Zwischen Oxapampa und Villarrica liegt eine besondere Landschaft aus Seen und Sümpfen. Die Moore sind von einem sehr intensiven Grün und das Wasser der Lagunen dazu fast schwarz.
Es ist eine magische Landschaft aus seltenen Blumen und Orchideen. Aber Achtung, es hat giftige Schlangen. Deshalb sollte man das Moor nur mit Stiefeln oder hohen Schuhen betreten. Posuso. Das Dorf befindet sich etwa 2,5 Stunden Busfahrt von Oxapampa entfernt. Die Straße ist jedoch sehr schmal und abenteuerlich. Vor allem bei Regen kann es zu Steinschlag und verschütteten Straßen kommen. Das Dorf ist die erste Siedlung der deutschen und österreichischen Einwanderer. Die Einwohner sind auch heute noch stolz auf ihre Herkunft und im Juli und August gibt es verschiedene Gruppen, die Volkstänze aus Europa aufführen. In den Restaurants gibt es europäisches Essen wie Schnitzel und Wurst. Die Beilagen wurden aber durch Yucca und Bananen ersetzt, da dort keine Kartoffeln wachsen. Colegio Peruano Suizo. Eine von Peruanern und Schweizern gegründete Schule, welche besonderen Wert auf den Schutz der Umwelt und dem Erlernen von Fremdsprachen legt. Sie liegt 2 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums in Richtung Posuso. Jedes Klassenzimmer ist ein eigenes Häuschen, welches den Schülerinnen und Schülern einen angenehmen Lernort bietet. Feste. Gründungsfest. Am 30. August ist Stadtfest. Auf dem Hauptplatz findet eine Parade statt, bei dem alle größeren Institutionen einen Umzug veranstalten. An zahlreichen Orten finden anschließend verschiedene Aktivitäten statt, zum Beispiel Motocross, das Turnier der Bänder mit Pferden, Konzerte und ein großer Markt. Selvámonos. Im Juni findet ein mehrtägiges Musikfestival statt, welches jedes Jahr Tausende von Jugendlichen anzieht. Internationale Musikgruppen spielen, es werden Theater aufgeführt, Kunst ausgestellt und vieles mehr. Wie die Leute über den Tourismus denken. Die große Mehrheit findet den Tourismus gut, aber nur wenige Leute können ausschließlich davon leben. Doch er bringt für viele ein zusätzliches Einkommen. Die meisten Touristen sind aus Peru selber, meistens aus Lima. Sie sprechen die gleiche Sprache und kommen meistens selber gut zurecht. Viele kommen mit dem eigenen Auto, es gibt aber auch Gruppen, die in Bussen anreisen. Vor allem im Juli und August kann es aber eng werden. Dann findet man in den Restaurants keinen Platz mehr und auf den Straßen gibt es Stau. Einige Leute sehen auch das Musikfestival kritisch, da viele Jugendliche von außen kommen und zum Teil Drogen konsumieren. Wie in vielen Touristenorten werden die Wohnungen teurer, weil Leute von außerhalb viel mehr bezahlen können als Einheimische. Oxapampa eignet sich eher für individuelle Touristen, weil es keine Möglichkeit gibt, viele Leute auf einmal zu versorgen. Meine Meinung: Ich denke, Oxapampa ist ein toller Ort zum Besuchen und es ist gut, dass es den Tourismus gibt. Man sollte aber darauf achten, dass auch kleine Hotels und Geschäfte von den Touristen profitieren können. Das gelingt am besten, wenn man ein möglichst gutes Angebot für viele Interessen anbietet, zum Beispiel Wandern, Mountainbike, Baden im Fluss oder gute Restaurants zum Essen oder Konzerte in verschiedenen Stilrichtungen.